Hallo liebe Freunde, der Frust und Unmut über die Behörden in unserem Land sind meist zu Recht oft ziemlich hoch. Dass es aber auch positive Beispiele geben kann und es anders geht, das möchte ich euch heute zeigen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Begeben wir uns zunächst an den Parkplatz Krumm-Hermersdorfer Straße in Tschobau. Und dem einen oder anderen wird bereits hier die Erinnerung an den Pferdefuß im Tschobautal kommen. Sicher erinnert ihr euch noch, das Problem war der fehlende Bahnübergang bzw. die illegale Gleislatscherei. Siehe das zertretene Schotterbett, welches eine deutliche Sprache spricht, und meine Beschwerden bei der Stadtverwaltung. Laufen wir also die Straße an der Sandgrube hinunter, am Sportplatz von Motor Tschobau vorbei, immer am gleichnamigen und hier besonders schönen Tschobau-Fluss entlang zur Brücke, wechseln die Flussseite und stellen fest, es ist tatsächlich ein neues Wanderschild aufgestellt. Dabei sind wir auch gleich an der ersten Frage gelandet. Anwohner beschwerten sich bei meiner Frage darüber, wer denn erkennen soll, ob der Weg zur Teufelsnase hier unten entlang führen würde. Meine Frage an euch: Empfindet ihr das Schild als logisch oder eher als verwirrend? Denn der schmale Weg neben der Brücke ist tatsächlich richtig. Unter der Brücke, wenige Meter am Fluss bzw. dem Grundstück entlang, erreichen wir diese Treppe und kraxeln nach oben. Dort angekommen finden wir derzeit zwar ein sehr improvisiertes Wanderschild, aber die Richtung stimmt, nämlich nach links. Immer am Rand des Gehölz entlang, wobei es teilweise schwer bis unmöglich ist, im Gehölz selbst durchzukommen. Deshalb bleibt der Feldrand. Und Problem Nummer 2 taucht auf. Laut besagter Anwohner hätte der Besitzer des Feldes seinen Weidezaun bis direkt ans Gehölz gezogen und ein Durchkommen wäre unmöglich. Wie ihr seht, bei meinem Ausflug war davon nichts zu bemerken. Auf jeden Fall kommt man hier oben sicher und ohne Probleme zum anschließenden Wanderweg, welcher in der Folge auf die Teufelsnase mit neuer und guter Ausschilderung führt. Zudem wurden hier extra neue Treppen angelegt. Rindern wird ja immer nachgesagt, sie latschen den ewig gleichen und ausgetretenen Weg. Aber offensichtlich nicht nur diese Rinder. Wenn ich das sehe, dass sich jemand sogar die Mühe gemacht hat, diese Steine, welche zur Absperrung des Weges an die Gleise hier ausgelegt wurden, beiseite zu rollen, dann fehlt mir doch irgendwie das Verständnis. Denn hier über die Gleise zu rennen und sich lediglich aus Trägheit in Lebensgefahr zu begeben, kann ich beim besten Willen nicht begreifen. Oder wie ist eure Meinung? Ich finde, man sollte der Stadtverwaltung Tschobau für die neu geschaffene Möglichkeit durchaus erst einmal Danke sagen.